Hoi miteinander! Sternmotor. Wir haben das Problem mit der Kühlung. Es ist alles verschmolzen, alles am Arsch gewesen. Wir haben uns dem angenommen. Dani! Maurus! Am Flugzeugmotor hat es was? Ein Propeller. Liebe nützt immer. Sieg. Du Grillehirn, genau. Pure Chaos. Oh nein. Ja, das kannst du natürlich vergessen so. Yes! Ich bin wieder mal im Scamorra. Hoffe geil. Dani! Maurus, grüezi. So lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich habe da mal ein Moped gebaut mit einem Sternmotor drin. Es ist irgendwie ein Zwit zwischen Töffli und Töff. Das ist gelaufen? Ja, das fährt. Im zweiten Gang etwa 60, im dritten Gang hast du Mühe wegen dem Drehmoment. Das ist wirklich lustig zu fahren mit dem Dreiganggetriebe im 20er-Jahr-Stil mit Rahmentank, Rahmen komplett selber gemacht und alles. Also wirklich eine glatte Sache. Wenn du ein Foto lässt, musst du mir noch mal zeigen. Ja, absolut. Und jetzt ist das Problem, jetzt hat es mir da die Dichtung aus Kunststoff verschmolzen, weil er einfach zu heiß geworden ist, oder? Jetzt habe ich gedacht, das wäre optimal, wenn man da könnte einen Propeller montieren. Am schönsten wäre ein 3-Blatt. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung mehr. Das ist ja früher, ich weiss, da 12 mal 18 und irgendwie so. Wie ist das nochmal? 12 ist Durchmesser und die zweite Zahl ist der Winkel. 12 ist der Durchmesser und die zweite Zahl ist die Steigung vom Propeller. Also Steigung. Also der Schub eigentlich in dem Sinne. Ja. Ich komme da gerade ein bisschen in Wallungen wieder, wenn ich da hier laufe, oder? Früher ist gerade wieder da, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder anfange. Ja du, wir haben nichts dagegen. Ja eben, es ist nie zu spät, sagt man einmal. Aber komm, wenn das dir recht ist, dann gehen wir doch mal schnell mit Umwegen ein bisschen zu diesen Propeller hinter. Eben mittlerweile gegenüber früher gibt es die verrücktesten Kerne. Oh, Traxxas, ja, die machen auch so böse Huren. Ja, genau, 65 Meilen, oder? Eben, aus der Box, 100 km/h, ist das wahr? Eben, da ist auch auf der Akkuladegerät noch separat, aber das Autosystem sind komplett alles dabei. Ja, da hat es also wirklich ganz lustig. Ja, und die Kleinen, oh, da habe ich immer geliebt, die Kleinen. Affen, geil. Also 3 Blatt. Was hast du, 3 Blatt hast du gesagt? Ja, genau. Joi. Was hast du jetzt gesagt vom Ding? Nicht zu viel Schub, 9 Zoll würde ich mal sagen. 8 haben wir, 8 mal 6, ja, das ist dann schon 10. Das wären 9 mal 7. Also gut, ich baue das mal ein und dann sehen wir mal, ob der gerade abhebt oder... Spannend. Ja, du. Ja, das ist lustig. Ein lustiges Projekt. Du, danke vielmals für die super Beratung. Ja, gern geschehen. Und viel Erfolg. Probieren. Wird schon schief gehen? Nein, das kommt gut. Ja. Mit dem Motor kann nicht viel schief gehen. Das stimmt. Das ist ein gäbiges Ding, ja. Modellbau. Wir haben hier folgendes Problem gehabt. Wir haben hier auf der Gegenseite ist ja der Ansaugstutzen. Und der ist ja 1 Millimeter verschmolzen. Also der ist einfach heiß geworden und sowie auch der Zündgeber. Und diese Sachen kommt man leider nicht mehr über von dem Motor. Da, den Stutzen, den habe ich einfach neu gemacht. Aus Teflon. Ich hoffe, es ist Teflon. Ich habe einfach im Keller unten habe ich das gefunden. Und es ist nach dem Feuertest, es ist wirklich stabil. Also es ist nicht verschmolzen. Da sieht man es, da mit dem Feuerzeug ein bisschen an, ist das gerade geschmolzen. Das da hat länger ausgegeben. Also, es ist zäher. Wenn halt nicht, dann müssen wir halt dann schauen, was noch schlauer ist. Aluminium habe ich jetzt bewusst nicht genommen, wegen der Temperaturbrücke. Das ist ganz klar eine Isolation. Dass der Vergaser nicht zu heiß wird. Dann, wir haben ja den Propeller geholt. Das ist ja ein Flugzeugmotor. Am Flugzeugmotor hat es was? Ein Propeller. Jetzt müssen wir natürlich den Propeller anpassen. Und das Ganze mal Probe stecken. Und das, wisst ihr ja, das geht schnell so Zeug. Schau. Passt wie ein Eis, hä? Wenn ich den natürlich ganz drauf stecke, dann hat die Kette keinen Platz mehr da unten, oder? Der liegt jetzt komplett am Ritzel an. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, jetzt hebt er natürlich schon. Oh, das ist also eine gute Presspassung. Eine Handpresspassung. Also, und jetzt, die Büchsli, die müssen wir natürlich noch drüllen. Das Ganze müssen wir jetzt aber zuerst mal vormontieren, ich muss das Maß haben. Also, schrauben wir das Teil mal ein, mit 2 Schräubchen. Gut, dann
Propeller drauf. 4 mm. Schrauben wir den auf dieser Seite her und dann weiss ich nachher das Maß, wie gross das die Büchsen sein müssen. Jetzt kann ich da mal eingüchseln. Da kommt dann noch das Lager. Und ich will jetzt das Lager hinten bündig haben. Also machen wir 2,5, machen hinten eine Büchse von 4, vorne von 2,5. Jetzt nehme ich da natürlich gerade den Durchmesser, das sieht am schönsten aus, 22. Also eine Büchse, Durchmesser 22 auf 12, Dicke 4 und einmal 2,5. Ab an die Drehbank! Gut, also machen wir mal den Aussendurchmesser. 20,8. Ein bisschen schmutzig. Und noch 10 Tiefen. Dann haben wir 2,23 breit. Dann machen wir, was habe ich gesagt, 2,5 Beine. Und dann 4 plus Breite vom Stahl, 6,2. Traumhaft. Da sind sie schon. Also, jetzt haben wir gesagt, 4 mm kommt hinein. Vielleicht ein bisschen Liebe haben. Liebe nützt immer. So, ihr wisst ja, wenn es mit Liebe nicht geht, müsst ihr mehr Liebe nehmen. Also, jetzt haben wir hier einen sauberen Abstand. Das lange die Topfkette, dann kommt ein bisschen raus. Dann kommt das Kugellager. Dann nehmen wir natürlich ein geschlossenes SKF, ganz klar. Und da ist jetzt folgendermaßen die Idee, das Kugellager ist da natürlich schön satt drauf. Da vorne kommen 2 Kontermuttern. Mit dem Ganzen quetsche ich das ganze Päckchen zusammen. Das sind die Mütterchen, die habe ich abgedreht beide. Und bei der einen von denen, bei der äußeren, habe ich zusätzlich noch ein Gewindel gemacht für eine Madenschraube. Das können wir bereits einmal draufschrauben. Da ist Keramikfett. Das ist das Beste, was es je hat. Das gibt's. Hat sich genug Schmutz dran. Ich habe einen Schiss wegen dem Gewinn. Jetzt ist immer da, was nicht zu fest ist, sage ich einmal, oder? Aber weil das Ding ist eben, die Belastung ist eben doppelt bei dem Teil. Weil auf dieser Seite lasse ich mit dem Akkuschrauber natürlich den ganzen Hobel an. Genau, darum ist das eben das Problem. Am Anfang hatte ich eine Mutter drauf gehabt, mit Loctite. Und dann hat sich die eben einmal, ziemlich am Anfang ist das gewesen, hat sich die natürlich gelöst, weil dummerweise ist die Drehrichtung natürlich links. Und somit löse ich die Mutter, oder? Und dann hat es eben genau einmal gegeben, dann ist die Mutter weggekommen, schnell auf dem Chromstahl, ganz am Schluss irgendwie gerade noch gefressen, dann hat es eben gerade eine Ecke ab. Ist gerade eine Ecke ab gewesen. Und das ist natürlich übel. Und um das zu vermeiden, habe ich dann das mal so gemacht, mit dieser Doppelmutter. Ich habe da ja eine Fläche angefräst, um die Aufnahme vom Ritzel zu machen. Und auf diese Fläche will ich jetzt eben das Konter-Madenschräubli. Alles klar, also auf dieser Seite, wir haben kontert, wir haben es hier gesichert, wegen dem Verdrehen. Kugellager ist drin, Büchse, alles passt. Also, jetzt diese Seite ist eigentlich soweit mal ready. Dann kann man nachher nur noch das Teil dann da drauf machen. Und dann ist das eigentlich soweit ready. Jetzt mache ich aber zuerst auf der anderen Seite weiter, weil dort ist noch Vergaser und die ganze Zündgeschichte. Ich hole mal den ganzen Grümpel, der ist da. Überschaffen wir uns mal einen Verblick. Benzinzuleitung ist da. Mit gelben Schläuchchen. Kann man machen. Wunderbar. Also dann kommt da und das Teil drauf. Jetzt nehmen wir aber 180 Grad beständige Dichtmasse. Das wird natürlich auch sehr heiß da. Nur einfach ein bisschen her. Ja, das passt aber auch sehr geil. Schön satt. Das Unterdrucklöchchen.
Warte mal, das ist doch verkehrt. Dann haben wir das Gas auf Zug, das stimmt. So ist es richtig, hä? Sick. Du Grillehirni, genau, da können wir nämlich da auch her. Probieren wir das nochmal. Jetzt aber, dass ich noch dazu komme, mache ich dort hinten noch das Kabelbinderli her. Hast du gerade Grillenhirn gesagt? Grillehirni. Also das passt ja schon mal. Wirklich sexy. Gut, dann können wir den anziehen. Also, jetzt montieren wir das mal. Das Gas, die Gasumlenkung. Die ganze Umlenkungsgeschichte da. Das ist natürlich alles auch von diesen Modellflügeln, oder? Das habe ich alles dort weggeschnappt. Es Gefummel, du. Kann ich euch sagen. Oh, ja, ja, ja. Yes! Söderle. Sicherungsschläuchchen drüber. Ganz Gas kann man, aber er geht nicht ganz zurück. Ich schaue mal, ob ich das Federli habe. Das sieht doch schon besser aus. So. Das ist jetzt nämlich wie ein Rückzugsfeder. Ja, jetzt geht er. Gut. Das passt. Das ist der Überlauf vom Vergaser. Weil der Vergaser ist ein Weber-Vergaser, der hat keine Schwimmerkammer. Jetzt machen wir, glaube ich, da noch das Kabelbinderli an, dann ist das alles ein bisschen schöner. He? Jetzt kommen wir zu der Zündeinheit. Das Köbeli da, das weiss ich natürlich nicht mehr, wo das durch ist. Auf jeden Fall schrauben wir jetzt das einmal an. Oh, Scheisse. Hey, das ist so verschmolzen. Das Problem ist eben, das Köbeli da, das gibt die Zündung an, wenn das sie muss funken. Wenn das natürlich kaputt ist, das gibt's nicht mehr, dann muss man da irgendetwas basteln, weil so schläft der ganze Hobel nicht wegen dem kleinen Scheissding. Das sieht irgendwie alles ein bisschen komisch aus da. Ja, jetzt könnte es lange. Das ist unglaublich klein alles da. Katastrophe. Ah! Hebt! Jetzt habe ich da ja Zylinder markiert. Ich habe ja da oben. Eins ist der da, ja genau, da habe ich ja sogar Zylinderköpfe auch noch markiert. Das ist 3, das 2, das 1. Jetzt kommt das grosse Gefummel. Jetzt muss ich nämlich die zuerst alle da durchziehen. 7, aha, da ist genau, das geht noch mit dem Zündakku zusammen. Ist das da? 5. Gut. Jetzt muss da der Zündgeber natürlich, muss auch noch da rein. Schauen wie so. Oh, halt. Da sehe ich gerade noch. Mein Spezialschieber. Der ist natürlich ganz wichtig. Das ist mein super, hyper, affengeile Jock. Jetzt muss ich eben aufpassen, oder? Wenn ich jetzt das einfach da drauf drücke, dann ist da hinten ein hure Chaos. Wie habe ich das büschelt? Das muss man jetzt einfach. Oh mein Gott. Ja, das ist rechts gefummelt, oder? Da natürlich, ich glaube, da habe ich nachher die Köbel, habe ich einfach all da an den Halter angebunden. Sonst muss ich halt schnell das Video schauen. Aber das Beste kommt erst noch. Der huren Auspuff. Oh. Das ist das alles noch ein Spass dagegen da. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig. Das ist echt eine mühsame Seite. Also, das ist soweit gut. So. Ja, muss man alles zusammenbindeln noch ein bisschen. So, jetzt wird es spannend. Wir haben das natürlich schon gut vorbereitet, aber das ist immer so eine Sache, dass das genau passt. Jetzt da die Röhrchen, die muss man natürlich immer noch ein bisschen richten. Der Gang zu 9. 2 haben wir schon mal, dann sind nur noch 5. So, den haben wir auch. Hebt!
Also, dann gehen wir noch auf die andere Seite. Ja, das ist jetzt so eine Sache, oder? Ihr seht jetzt den ganzen Einbau vom Motor, der hängt jetzt schon dort rein. Ja, das habe ich natürlich neu machen wegen dem Propeller. Und ich habe es dann natürlich in dem gleichen Stil gemacht wie einer mit diesen Spinnenbeinen mit den Löchern drin. Fazit, es sieht scheiße aus. Ich werde das neu machen. Aus einem Stück Gläser, dass das eine Ebene ist. Da wird noch irgendein schönes Logo reinkommen oder irgendwas. Verzierungen, Sterne zum Beispiel. Ich habe einfach die richtige Idee in dem Moment nicht gehabt. Macht aber gar nichts, weil ihr seht, das sind 12 Schrauben. Und dann ist das Ding fort. Und das ist nur gesteckt auf dieser Seite, weil der Motor ja muss können arbeiten, axial. Und der muss wirklich einfach nur radial geführt werden mit dem Lager. Also das ist wirklich keine Hexerei. Weil ich habe jetzt Mass. Das ist immer schwieriger, wenn man nichts hat. Immer wenn es fertig ist, dann leuchtet es ein, dass es so ist. Aber wenn man nichts hat und das aus der Luft raus muss erfinden, ist das manchmal halt nicht ganz so einfach. Und dann hat man halt, wie jetzt in dem Fall, die zündende Idee. Nicht gerade dann, wenn man sie gerne hätte, oder? So, Handmade-Zeugs. Braucht halt zwischendurch mal 2 Anläufe. Also, ziehen wir das an. Tun ein bisschen Most rein. Und dann mal schauen, ob er gerade davon fliegt. Ein guter Schub. Er will eigentlich in diese Seite. Da ist er gestützt. Ja, ist gut, ist gut. Passt alles wieder mal. Absoluter Zufall. Das hält. Gut, liegen noch Teile rum. Oh, Kette. So. Oben durch. Oben durch. Wisst ihr, was ich glaube? Schmeißt die Scheisse an. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt hang ich zu. Oh nein. Ist das wahr? Ui, Scheiße. Ja, aber so übel ist es jetzt also noch gar nie gewesen, ja? Ja, das hast du natürlich vergessen so. Ja, nein. Fuck, jetzt müssen wir den Tank zuerst reparieren, hä? Kriegel! Der Kriegel muss jetzt meinen Benzintank machen. Was jetzt? Du siehst, jetzt müssen wir den rausnehmen und irgendwie flicken. Ja, schau nicht zu genau. Nein, nicht schauen. Nein. Todesmutig. Todesmutig. Musst du kommen? Also, wir wollen schauen. Habt ihr das gehört? Hast du es gehört? Ja, ich habe es gehört, ja. Kommt gut. Yes! Ja. Es läuft einfach gerade wieder. Das ist so eine geile Kiste. Ich drehe durch. Ja, jetzt hat er zu viel Most. Er ist ein bisschen zicker, aber... Also, ich finde alles affengeil. Bis auf den Tank. Aber ja, du, egal. Wir sind in der Werkstatt, wir reparieren das. Und dann sehen wir uns auf der Teststrecke. I've got a ton of gravel in my shoes, world on my shoulders. I've been a real bad boy on the town all night. Starting to calm down with the morning light. I'm in the dirt, down in the dirt.